Eine 22-jährige Medizinstudentin verschwand während ihres morgendlichen Joggens, nachdem sie auf einen verdächtigen Fremden mit Kapuze gestoßen war. Dank Glück und schnellem Handeln der Strafverfolgungsbehörden konnte der Fall aufgeklärt werden. Als jedoch neue Details bekannt wurden, wuchs die Empörung der Öffentlichkeit über diese schreckliche und aus Sicht vieler vermeidbare Tragödie. Die 22-jährige Larkin Riley, eine begeisterte Läuferin, lebte in einem Studentenwohnheim in der Nähe der Medizinischen Hochschule. Im Mai 2023 wechselte Larkin von der University of Georgia in Athens zu einem Studiengang in Krankenpflege. Ihr Traum war es, Kinderkrankenschwester zu werden. In ihrer Freizeit widmete sie sich dem morgendlichen Joggen, meist zusammen mit ihrer Freundin Connolly. Am 22. Februar 2024 ging Larkin alleine joggen. Das Gebiet ist ein großer Park mit Fußballplätzen, Tennisplätzen, Wanderwegen und einem See. Es ist ein beliebter Ort für Studenten, die morgens joggen und anderen aktiven Freizeitaktivitäten nachgehen. Kameras zeichneten sie um 9:03 Uhr morgens auf ihrer Strecke auf. Sie hielt ihr Mobiltelefon in der Hand. In ihrer linken Hand waren 2 weiße Kopfhörer zu sehen, die sie oft beim Joggen trug. Larkin hörte oft Musik oder rief ihre Mutter an, um mit ihr zu plaudern. An diesem Morgen rief sie jedoch nicht ihre Mutter an. 6 Minuten, nachdem sie an der Bushaltestelle vorbeigelaufen war und sich weiter nach Osten in Richtung der Eisenbahnschienen bewegte, blieb Larkin abrupt stehen. Die Smartwatch an ihrem Handgelenk zeichnete den genauen Moment auf, in dem sie von einer fließenden Bewegung zu einem vollständigen Stillstand überging. Etwa 6 Minuten später wurde eine Funktion auf ihrem Telefon aktiviert. Der Anruf ging bei der Notrufnummer 911 ein. Während des Anrufs bei der Notrufnummer waren gedämpfte Geräusche eines Kampfes zu hören, dann wurde die Verbindung unterbrochen. Weitere Anrufe des Rettungsdienstes auf ihre Nummer blieben unbeantwortet. Später begannen Larkins Freundinnen, die sich Sorgen um ihr Verschwinden machten, mit der Suche. Connolly überprüfte ihr Telefon und stellte fest, dass sie mehrere Nachrichten und verpasste Anrufe hatte. Ihre Mitbewohnerin Lily schrieb ihr, dass Larkin nicht auf Anrufe reagierte. Larkins jüngere Schwester Lauren hinterließ eine Voicemail, in der sie die gleichen Bedenken äußerte. Hinzu kamen Verzögerungen und Verwirrungen, weil der Mobilfunkanbieter an diesem Morgen Netzprobleme hatte. Um 11 Uhr morgens waren sie sich sicher, dass sie trotz allem auf ihre Nachrichten und Anrufe hätte reagieren müssen. Lily kam nach Hause und stellte fest, dass Larkin nicht von ihrem morgendlichen Jogging zurückgekommen war. Mithilfe der Standortfunktion auf ihrem Handy konnte Lily herausfinden, dass Larkins Handy sich in einem Waldstück in der Nähe eines Ballspielplatzes befand. Es hatte sich seit mehreren Stunden nicht von diesem Ort entfernt. Sie nutzten die gemeinsame Standortfunktion, um ihr Handy im Wald zu finden. Larkins 4. Mitbewohnerin Sophia kam von ihrer Prüfung zurück und schloss sich Lily und ihrem Hund an. Sie machten sich auf den Weg, den Larkins gegangen sein musste. Lily und Sophia gingen in Richtung Wald und orientierten sich dabei an den Standorten auf ihren Handys. Sie gingen in ein Gebüsch und Laubwerk, das von einem der Hauptwege abging. Dort fanden sie einen von Larkins AirPods und riefen die Polizei. Sergeant Kenneth Maxwell von der Polizeibehörde der University of Georgia machte einen Screenshot mit dem Standort von Larkins Handy und schickte ihn zusammen mit ihrem Foto an seine Kollegen. Er begann die Suche in der Nähe des Sportplatzes. Um 12:30 Uhr machte er eine schreckliche Entdeckung. Die Polizisten fanden Larkin Riley unter einem großen Baum, teilweise von Laub und Ästen bedeckt. Sie leisteten ihr sofort medizinische Hilfe, aber es war bereits zu spät. Larkin hatte eine Kopfverletzung, einen schweren Schlag auf die linke Seite des Schädels. Im offiziellen Bericht der Polizei der Universität von Georgia heißt es, am 22. Februar 2024 um 12:07 Uhr erhielten wir einen Anruf von einer Person, die besorgt war, dass ihre Freundin, die joggen gegangen war, sich nicht meldete. Die Beamten kamen in der Gegend an und begannen mit der Suche. Um 12:38 Uhr fanden sie das Opfer hinter dem Herksee. Sie war bewusstlos, atmete nicht und hatte sichtbare Verletzungen. Die Sanitäter stellten ihren Tod vor Ort fest. Larkins Leiche wurde 20 Meter vom nächsten Weg entfernt gefunden. Der Boden um sie herum war aufgewühlt. In der Nähe befanden sich 2 Steine mit Blutspuren, die, wie später durch Untersuchungen bestätigt wurde, von Larkin stammten. Einer oder beide Steine wurden bei dem Angriff verwendet. Ihr Telefon wurde später unter einem anderen Baum in beträchtlicher Entfernung von der Leiche gefunden. Auf dem Bildschirm des Telefons befand sich ein deutlicher Fingerabdruck, der nicht von Larkin stammte. Die Untersuchung ergab,
dass es sich um den Abdruck des linken Daumens handelte. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass nicht nur Kopfverletzungen, sondern auch Erstickung die Todesursache gewesen sein könnten. Der Angriff war brutal. Lakens Smartwatch zeichnete auf, dass sie nach dem Anhalten noch 4 Minuten auf dem Weg geblieben war. Genau zu diesem Zeitpunkt tätigte sie den kurzen Anruf bei 911. Danach wurde sie 20 Meter tief in den Wald gebracht. Möglicherweise wurde sie dorthin geschleppt oder mit Gewalt dazu gezwungen, sich zu bewegen. Die Uhr registrierte ihren Herzschlag bis 9:28 Uhr morgens, also noch 17 Minuten, nachdem sie mit dem Laufen aufgehört hatte. Als Sergeant Maxwell sie fand, war Lakens Kleidung in Unordnung und ihr Oberkörper entblößt. Die Ermittler vermuteten, dass der Angriff mit einem versuchten Sexualdelikt in Verbindung stehen könnte, fanden jedoch keine Beweise für ein vollendetes Verbrechen. Mit nur wenigen Hinweisen in der Anfangsphase begann die Polizei, die Gegend zu durchkämmen. Die Wege rund um den See wurden abgesperrt. Die Beamten befragten alle Personen, die sich in der Nähe aufhielten. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras der umliegenden Gebäude wurden gesammelt und sogar der Müll in den Containern wurde überprüft. Die Polizei der University of Georgia versicherte der Öffentlichkeit gemeinsam mit der Polizei des Bezirks Athens-Clarke und dem Ermittlungsbüro des Bundesstaates Georgia, dass sie rund um die Uhr daran arbeite, dieses Verbrechen aufzuklären und alle Beteiligten zur Rechenschaft zu ziehen. Unter den durchsuchten Containern befand sich ein großer blauer Abfallcontainer, der am Ende eines Parkplatzes zwischen mehreren Mehrfamilienhäusern stand. Diese Häuser befanden sich nur wenige 100 Meter von den Wegen entfernt, auf denen Laken joggte. Als die Polizisten in den Container schauten, bemerkten sie eine dunkle Jacke, die kürzlich auf die oberste Schicht des Mülls geworfen worden war. Auf der Jacke waren Blutspuren zu sehen und an einem der Knöpfe klebten lange braune Haare. Blutuntersuchungen bestätigten, dass sie Laken Riley gehörte. Von der Jacke wurden 29 Haare gesammelt, die ebenfalls mit Lakens DNA übereinstimmten. Viele davon wiesen Spuren auf, die darauf hindeuteten, dass die Haare mit der Wurzel ausgerissen worden waren. Die Ermittler fanden einen wertvollen Hinweis: eine Videoaufzeichnung der Türklingelkamera eines Nachbarhauses, die genau den unglückseligen Container aufgezeichnet hatte. Auf der Aufnahme, die um 9:44 Uhr am Tag von Lakens Tod, nur 15 Minuten nach ihrem Herzstillstand gemacht wurde, ist zu sehen, wie ein Mann auf den blauen Container zugeht. Er nimmt seine Adidas-Kappe vom Kopf, betrachtet sie und setzt sie dann wieder auf. Danach wirft der Mann die blutbefleckte Jacke in den Container und geht am Haus entlang, wobei er andere Gegenstände in den Büschen versteckt. Später fand die Polizei in diesen Büschen 3 schwarze Einwegküchenhandschuhe. Einer davon hatte ein Loch im Bereich des Daumens. Auf allen Handschuhen wurde auch Lakens Blut gefunden. Am nächsten Morgen, dem 23. Februar um etwa 8:30 Uhr, machte die Polizei der Universität von Georgia eine weitere wichtige Entdeckung. In der Nähe des Hauses, in dem die Jacke und die Handschuhe gefunden worden waren, bemerkten die Beamten einen Mann mit einer schwarzen Kappe, die mit der des Verdächtigen identisch war. Es handelte sich um Diego Ibarra, einen venezolanischen Staatsbürger, der in dieser Wohnanlage lebte. Bei der Überprüfung seiner Dokumente legte er eine gefälschte Green Card vor. Die Polizei fand heraus, dass Diego mit seinen beiden Brüdern, Mnisa Ibarra und einer Frau namens Rosbely Flores Bello, zusammenlebte. Sie alle hielten sich illegal in den USA auf und verdienten ihren Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs, hauptsächlich in Restaurants. Diego selbst hatte eine Stelle in der Küche der Universität von Georgia gefunden. Die Aufmerksamkeit der Beamten wurde auf den 26-jährigen José Ibarra gelenkt, den seine Freunde Victor nannten. Als die Polizisten ihn bemerkten, war er gerade aus dem Bett aufgestanden und sah wie die anderen entspannt aus. Allerdings waren an seinen Händen, seinem Hals und seinem Rücken Kratzer zu sehen. Als er nach den Kratzern gefragt wurde, gab er an, nicht zu wissen, woher sie stammten, und leugnete sogar ihre Existenz, obwohl sie deutlich zu sehen waren. Während des gesamten Gesprächs mit den Polizisten blieb José, wie auch die anderen Mitglieder der Gruppe, entspannt, scherzte und rauchte Zigaretten. Als er gebeten wurde, sein Haar anzuheben, um seinen Kopf zu untersuchen, nahm die Situation eine neue Wendung. José hob sein Haar von der Stirn, damit die Beamten sein Gesicht genau untersuchen konnten. In diesem Moment tat er etwas Überraschendes. Er gab zu, dass er normalerweise eine Mütze trägt. Er deutete auf seinen Bruder Diego und erklärte, dass er oft genau die gleiche Adidas-Kappe wie er trage.
Nachdem sie einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung erhalten hatten, fanden die Beamten in einer Küchenschublade mehrere schwarze Einweghandschuhe, die mit denen identisch waren, die in den Büschen mit Lakens Blut gefunden worden waren. Bei der Befragung gaben sowohl Diego Ibarra als auch Rosbely Flores an, dass José der Mann auf dem Video mit dem Container war. Sie bestätigten auch, dass José am Tag des Mordes die Adidas-Kappe seines Bruders trug. Dies wurde zusätzlich durch Selfies bestätigt, die José um 4:30 Uhr und 5:37 Uhr morgens desselben Tages mit seinem Handy aufgenommen hatte. Auf den Fotos, die er in den sozialen Netzwerken gepostet hatte, trug José genau diese schwarze Adidas-Kappe und eine dunkle Jacke. Beide Kleidungsstücke wurden später mit dem Blut von Laken Riley gefunden. 2 benachbarte Überwachungskameras zeichneten ebenfalls die Bewegungen von José am Tag vor und am Tag des Mordes auf. Auf den Aufnahmen trug er dieselbe Kleidung. Nach dem Angriff zog er sich um, aber die Kameras zeichneten auf, wie er um 10:30 Uhr morgens zusätzliche Kleidungsstücke in einen anderen Mülleimer auf dem Gelände des Komplexes warf. 3 Minuten später kehrte er ohne die Tüte zurück. Später stellte sich heraus, dass der Müll aus diesem Container 45 Minuten später abgeholt wurde. Ein wichtiger Beweis war der Abdruck von Josés linkem Daumen, der auf Lakens Telefon gefunden wurde. DNA-Analysen unter den Fingernägeln von Lakens rechter Hand bestätigten ebenfalls seine Beteiligung. Diese Kratzer auf Josés Körper deuteten darauf hin, dass er sich ihren Verteidigungsversuchen widersetzt hatte. Die Polizei gab bekannt, dass ein Haftbefehl gegen José Antonio Ibarra, 26, ausgestellt worden war, der sich illegal in den USA aufhielt. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er und Laken sich nicht kannten. Es handelte sich um ein Zufallsverbrechen. Er sah eine einsame junge Frau und alles nahm eine schreckliche Wendung. Nach der Verhaftung von José kam es zu einer Welle der öffentlichen Empörung, die sich noch verstärkte, als Details aus seiner Vergangenheit bekannt wurden. José und seine Frau Lemming Franco kamen im September 2022 über die mexikanische Grenze in die USA. Zu dieser Zeit hatten die Venezolaner den Flüchtlingsstatus, der es ihnen ermöglichte, für eine bestimmte Zeit in den Vereinigten Staaten zu bleiben. Aufgrund der politischen Unruhen war es für sie nicht sicher, nach Hause zurückzukehren. Die Prüfung von Josés Asylantrag hätte Jahre gedauert. In der Zwischenzeit gerieten er und seine Brüder nach seiner Verhaftung wegen Mordes in Schwierigkeiten. Es stellte sich heraus, dass José Ibarra in den vergangenen 2 Jahren mindestens 2-mal in Haft hätte genommen werden können, was jedoch nicht geschah. Im September 2023 wurde José in New York verhaftet, weil er sein 5-jähriges Kind ohne Helm auf einem Moped transportiert hatte. Er wurde jedoch ohne Festnahme durch die Einwanderungsbehörden freigelassen. Einen Monat später zogen er und Rosbely nach Georgia, wo sie sich ihren Brüdern Diego und Mini anschlossen. Dieser Fall löste eine Debatte über die Migrationskontrollpolitik und die Lücken bei der Überprüfung des Status illegaler Migranten aus. Die beiden Festnahmen von José vor dem Mord hätten zu seiner Inhaftierung führen können, doch dies geschah nicht. Die Geschichte von Laken Riley wurde zum Symbol für die Notwendigkeit von Reformen im Einwanderungs- und Strafverfolgungssystem, was zu hitzigen Diskussionen in den Medien und der Öffentlichkeit führte. Als die Beamten am Ort des Notrufs eintrafen, stellten sie fest, dass der verdächtige Mann das Gelände verlassen hatte. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera war er in dunkler Kleidung mit einem weißen Becher in den Händen und einer Umhängetasche zu sehen. Sein Verhalten deutete auf einen offensichtlichen Versuch hin, sich zu verstecken. Der Mann duckte sich und versuchte, sich dem Blickfeld der Bewohner zu entziehen. Das Opfer, das ihn bemerkt hatte, rief die Polizei, aber bevor diese eintraf, gelang ihm die Flucht. Im Laufe der Ermittlungen wurden Verbindungen zwischen dem Verdächtigen und dem Mord an Laken Riley deutlich. Die Videoaufnahmen der Kameras zeigten, dass dieser Mann nicht nur junge Frauen beobachtete, sondern wahrscheinlich schon lange vor dem fatalen Morgen einen Angriff geplant hatte. Der Fall wurde zum Gegenstand einer breiten öffentlichen und politischen Debatte. Ein Gesetzentwurf namens Laken-Riley-Gesetz, der vom Abgeordneten Michael Collins aus Georgia eingebracht wurde, sorgte für Aufsehen. Das Gesetz sah die obligatorische Inhaftierung aller Migranten vor, die einen Diebstahl oder Raub begangen hatten. Befürworter argumentierten, dass dieses Gesetz solche Tragödien hätte verhindern können, wenn es früher verabschiedet worden wäre. Gegner wiesen darauf hin, dass solche Initiativen zu einer ungerechten Verurteilung und Stigmatisierung ganzer Gemeinschaften führen könnten. Dennoch wurde der Gesetzentwurf schnell vom Repräsentantenhaus verabschiedet
und löste Uneinigkeit unter Politikern und Wählern aus. Die Angehörigen von Larkin Riley äußerten sich empört darüber, dass ihr Name für politische Zwecke missbraucht wurde. Sie betonten, dass sie ihr Andenken in positiver Weise bewahren wollten, als Beispiel für einen guten Menschen und eine talentierte Studentin. Larkins Mutter gab zu, dass sie ständig darüber nachdenke, wie sie die Tragödie hätte verhindern können, wenn ihre Tochter in Begleitung gewesen wäre oder es mehr Sicherheitsvorkehrungen auf dem Wanderweg gegeben hätte. Der Prozess gegen José Ibarra ist für November 2024 angesetzt. Er ist in 10 Punkten angeklagt, darunter vorsätzlicher Mord, schwere Körperverletzung, Entführung und versuchte Vergewaltigung. Zusätzliche Beweise, wie Videoaufnahmen, bestätigten seine Absicht. Das Video zeigte, dass Ibarra wenige Stunden vor dem Mord versucht hatte, in die Wohnung einer anderen Frau einzudringen. Dies bewies seine Absicht und stellte die Möglichkeit eines Zufallsverbrechens in Frage. Der Fall Larkin Riley war nicht nur eine Tragödie für ihre Familie, sondern auch ein Symbol für umfassendere Probleme in Bezug auf Migration, öffentliche Sicherheit und politische Reaktionen. Als die Ermittler versuchten, den Verdächtigen zu finden, der auf den Videoaufnahmen in der Nähe des Gebäudes zu sehen war, konnten sie ihn nicht ausfindig machen. Die Kameras hatten aufgezeichnet, wie dieser Mann mit einem weißen Becher in der Hand umherwanderte und daraus trank. Später wurde ein ähnlicher Becher in der Nähe des Waldgebiets gefunden, in dem Larkin Rileys Leiche entdeckt worden war. Eine DNA-Analyse bestätigte, dass sich Spuren von José Ibarra auf dem Becher befanden. Außerdem stellte sich heraus, dass sich Alkohol im Becher befand. Am 22. Februar begab sich José Ibarra, bekleidet mit einer schwarzen Mütze, einem Kapuzenpullover und schwarzen Einweghandschuhen, auf der Suche nach einem Opfer in die Nähe des Campus der University of Georgia. Als Staatsanwältin in diesem Fall wurde Sheila Ross ernannt, die eine überzeugende und emotionale Anklage vorbrachte und alle gegen Ibarra gesammelten Beweise vorlegte. Ibarra verzichtete auf sein Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren, wahrscheinlich um Voreingenommenheit und übermäßige Aufmerksamkeit für diesen aufsehenerregenden Fall zu vermeiden. Die Verteidigung versuchte, einen Teil der Verantwortung auf seinen Bruder Diego abzuwälzen, indem sie behauptete, dass er der Mann sein könnte, der auf dem Video in der Nähe des Müllcontainers zu sehen war. Die wichtigsten Beweise widersprachen jedoch dieser Version. FBI-Agent James Burney legte dem Gericht die GPS-Daten von Josés Handy sowie die Daten von Larkins Uhr und Handy vor. Diese Daten belegten eindeutig, dass sich beide zum Zeitpunkt des Verbrechens in einem Waldgebiet aufgehalten hatten. Darüber hinaus wurde Josés DNA unter Larkins Fingernägeln und sein Fingerabdruck auf ihrem Handy gefunden. Die Verteidigung behauptete, dass Josés Telefon zuvor von einer anderen Person benutzt worden sein könnte, aber es wurden keine Beweise vorgelegt, die dies für den Tag des Verbrechens bestätigten. Diego, sein Bruder, arbeitete am Tag des Mordes in der Mensa der Universität, was seine mögliche Beteiligung ausschloss. José Ibarra blieb während der gesamten 3-tägigen Verhandlung völlig gelassen. Er hörte sich die Anklage über einen Dolmetscher an, ohne irgendwelche Emotionen zu zeigen. Zeugen, darunter Nachbarn und Freunde von Larkin, beschrieben ihre letzten Minuten und die Ereignisse, die auf ihr Verschwinden folgten. Im Gerichtssaal wurde auch die Aufzeichnung des Notrufs wiedergegeben, der von Larkins Telefon aus getätigt worden war. José blieb selbst dann ungerührt, als im Gerichtssaal Aufnahmen vom Tatort gezeigt wurden, die mit der Körperkamera eines Polizeibeamten aufgenommen worden waren. Die dem Gericht vorgelegten Beweise waren so überzeugend, dass kein Zweifel an der Schuld von José Ibarra blieb. DNA-Analysen, Videoaufnahmen und Verhaltensbeweise zeigten eindeutig, dass er Larkin Riley angegriffen hatte, um sie zu vergewaltigen, und sie tötete, als sie sich wehrte. Die Staatsanwälte erklärten, dass alle Beweise darauf hindeuten, dass er ihr das Leben genommen hat. 73 Minuten vor seiner Begegnung mit Larkin Riley auf dem Wanderweg zeigten José Ibarras Handlungen bereits seine Absichten. Er hatte sich selbst verraten. Die physischen Beweise, das Video, die Aussagen seines Bruders, seiner Nachbarin Rosbely und anderer Bekannter, alles deutete auf seine Schuld hin. Darüber hinaus lieferten seine eigenen Selfies, die er am Morgen in der Kleidung aufgenommen hatte, in der er später das Verbrechen begangen hatte, entscheidende Beweise. Diese Fotos, nur eine Stunde vor dem Verlassen des Hauses aufgenommen, wurden zu einer direkten Anklage gegen ihn. In allen Anklagepunkten wurde José Ibarra für schuldig befunden.
Bei der Urteilsverkündung im Gerichtssaal sprachen Mitglieder der Familie Laken und ihre Freunde. Ihre Mutter, ihr Stiefvater, ihre Schwester und ihr Vater drückten ihre Trauer über den Verlust aus und erzählten, was für ein strahlender Mensch Laken gewesen sei. Sie beschrieben sie als eine Person mit einem großen Herzen, die sich der Fürsorge für andere verschrieben hatte. Ihre Schwester betonte, wie schutzlos Laken in dem Moment gewesen sei, als der Täter ihr das Leben nahm. José Ibarra wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt. Die Entscheidung des Bezirksstaatsanwalts, keine Todesstrafe zu beantragen, stieß auf Kritik. Der Senator des Bundesstaates Georgia, Colton Moore, forderte den Generalstaatsanwalt auf, einzugreifen, aber es gab keine rechtliche Möglichkeit, das Strafmaß zu verschärfen. Die Geschichte von Laken Riley endete mit einem harten Urteil gegen José Ibarra, aber ihre Folgen wirkten sich weiterhin auf das Leben ihrer Angehörigen und der Gesellschaft aus. Lakens Familie beschloss, den Schmerz des Verlustes in Taten umzuwandeln, die ähnliche Tragödien in Zukunft verhindern könnten. Sie gründeten eine Stiftung in ihrem Namen, deren Ziel es ist, die Sicherheit für Frauen auf den Straßen und an öffentlichen Orten zu verbessern. Diese Stiftung entwickelt Selbstverteidigungsprogramme, installiert zusätzliche Überwachungskameras auf Universitätsgeländen und unterstützt Gesetzesinitiativen zum Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen. Laken Rileys Schwester wurde zu einer aktiven Teilnehmerin der Kampagne zur Bekämpfung von Gewalt und hielt Vorträge an Schulen und Universitäten. Sie betont oft, dass sie die Erinnerung an ihre Schwester nicht durch die Tragödie bewahren möchte, sondern durch positive Veränderungen, die andere retten können. Gleichzeitig wurde der Fall Laken Riley zu einem Symbol in der Debatte über die Migrationspolitik der USA. Obwohl ihre Familie ursprünglich nicht beabsichtigte, diese Tragödie für politische Zwecke zu nutzen, wurde der Laken Riley Act Realität, und seine Umsetzung führte zu einer verstärkten Kontrolle von Migranten, die Straftaten begangen haben. Dieses Gesetz war zwar umstritten, fand jedoch breite Unterstützung, da es eine Antwort auf reale Probleme im System darstellte. Unabhängig davon, wie Kritiker dazu stehen, erkennen viele an, dass seine Verabschiedung zahlreiche ähnliche Fälle verhindert hätte. Auch wenn nichts Laken zurückbringen kann, ist ihre Geschichte eine eindringliche Erinnerung daran, wie zerbrechlich das menschliche Leben ist und wie wichtig es ist, selbst unter den dunkelsten Umständen für Sicherheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.